Hello everyone and welcome to the Cours des Citoyens. Today we will be talking about the preservation of environmental quality and the protection of human health. We will look at the case law of the Court of Justice of the European Union. In the second part of the program, my colleague Hartmut Ost will join us to discuss some of the court's judgments. Soil, water and air, the protection of both human and animal health. Landfills, industrial activities and renewable energy. The case law of the Court of Justice of the European Union, which consists in reality of two courts, namely the Court of Justice and the General Court, covers all the areas of the environment. These two courts contribute to preserving environmental quality and protecting human health in several ways. The Court of Justice rules on actions brought in most cases by the European Commission to ensure that member states comply with their obligations. Such actions have concerned, for example, the protection of one of the last remaining natural forests from logging or the safe disposal of waste. The same applies to cases involving water pollution caused by nitrates. In addition, the Court of Justice may, and sometimes does, impose penalties for non-compliance with European law. Furthermore, national judges may refer questions to the Court of Justice in order to obtain an interpretation of European law, and they do so on a regular basis. These questions from national judges have led to a rich body of case law on environmental matters. This was the case, for example, in the Crinest case. Several residents of Brussels believed that the limits set by the EU for the nitrogen dioxide were not being respected in the region. They therefore brought the matter before a Belgian court, which in turn referred questions to the Court of Justice to clarify certain rules concerning the choice of locations for air quality monitoring stations. And now, I invite you to meet my colleague Hartmut Ost, press officer in the Communications Directorate, to find out more. Hello Hartmut, and thank you for being with us. Vielen Dank für die Einladung, Otrone. European citizens can enforce environmental and health regulations, and Crinest case is a clear example of it. Can you give us some details? Ja, die Bürger von Brüssel waren besorgt wegen der Luftverschmutzung durch Stickstoffdioxid, das zu Atemwegsentzündung führen kann. Dieser ätzende Stoff ist insbesondere enthalten in den Abgasen von Autos und Heizungen. Die Bürger haben daher die Region Brüssel vor einem belgischen Gericht verklagt. Da aber Luftqualität und die Grenzwerte für Schadstoffe von den Mitgliedstaaten gemeinsam auf EU-Ebene geregelt worden sind, hat das belgische Gericht den Gerichtshof hierzu um Klarstellungen ersucht. And what did the Court of Justice decide? Der Gerichtshof hat erstens klargestellt, dass man sich als Bürger an die nationalen Gerichte wenden kann, damit diese prüfen, ob die Messstationen an den richtigen Orten aufgestellt sind. Ist das nicht der Fall, können die Gerichte die erforderlichen Maßnahmen anordnen. Zweitens müssen die Grenzwerte an jeder einzelnen Messstation eingehalten werden. Denn nur dann lässt sich beurteilen, wie stark die Bürger den Schadstoffen tatsächlich ausgesetzt sind. Entgegen der Ansicht der Region Brüssel reicht es nicht aus, dass der Durchschnittswert sämtlicher Messstationen die Grenzwerte einhält. Is the preservation of environmental quality and protection of human health solely within the jurisdiction of Court of Justice? Nein, auch das Gericht der EU leistet hier seinen Beitrag. Das Gericht ist grundsätzlich dafür zuständig, die Entscheidungen der EU-Behörden auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen, wie etwa in den Fällen Tweedale und Hautala. And what were these cases about? Ein Umweltberater und mehrere EU-Abgeordnete haben die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, vor dem Gericht der EU verklagt, weil sie ihnen keinen vollständigen Zugang zu bestimmten Studien über die etwaige Toxizität und krebserregende Wirkung von Glyphosat gewährt hatte. Glyphosat wird, wie Sie wissen, in der EU seit 20 Jahren für die Bekämpfung von Unkraut eingesetzt. Das Gericht hat den Klagen stattgegeben und die ablehnenden Entscheidungen der EFSA für nichtig erklärt. Warum? Die EFSA hatte die Zugangsverweigerung begründet mit dem Schutz der geschäftlichen Interessen der Eigentümer der Studien. Bei Informationen über Emissionen in die Umwelt
wird aber vermutet, dass an ihrer Verbreitung ein öffentliches Interesse besteht, das den geschäftlichen Interessen Einzelner vorgeht. Um solche Informationen ging es hier. Zu den Informationen über Emissionen in die Umwelt gehört nämlich nicht nur, was in die Umwelt freigesetzt wird, sondern auch, welche Folgen das hat. Und mit solchen Folgen befassten sich die Studien. Sie gingen nämlich der Frage nach, welche Auswirkungen Glyphosat auf die menschliche Gesundheit hat. Daher bestand ein überwiegendes öffentliches Interesse an diesen Informationen. Thank you, Hartmut, for taking the time to review some of the landmark rulings of the two EU courts in this field. And as the case law continues to evolve, we will certainly come back to this topic in upcoming episodes. Sehr gern. Vielen Dank. Thank you for watching us, and you can find more of the programs of Kuria Web TV on our social media channels and our website.